Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. Heute zeige ich euch meinen Lieblings-Aprikosen-Quark-Streuselkuchen. Ein ganz tolles Rezept für das ganze Jahr, besonders natürlich im Sommer, wenn es frische Aprikosen gibt, aber auch sonst einfach ein Traum auf jeder Kaffeetafel. Ob Sonntag oder ein Festtag, ganz egal. Die Leute werden euch den Kuchen aus den Händen reißen. Das Rezept müsst ihr jetzt nicht mitschreiben. Ihr findet es wie immer hier unten in der Infobox verlinkt. Dort findet ihr auch alle Zutaten. Wer meinen Kanal noch nicht abonniert hat, der sollte das einfach jetzt tun, denn jeden Sonntag um 10 Uhr gibt es ein neues Torten- oder Kuchenvideo. Dann auch die kleine Glocke hier aktivieren, dann bekommt ihr immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Wir starten mit der Zubereitung unseres leckeren Streuselteigs. Für unseren Streuselteig, der gleichzeitig auch der Mürbeteig für die Form sein wird, nehmen wir 400 Gramm Mehl in eine Schüssel, 150 Gramm Zucker, einen Esslöffel Vanillezucker, einen Teelöffel Backpulver, eine Prise Salz, 250 Gramm Butter, am besten in Stücken. Dazu kommt jetzt noch ein Ei. Und für noch stärkeren Vanillegeschmack gebe ich mir jetzt noch einen Teelöffel Vanillepaste ungefähr hinzu. Das Ganze jetzt einfach verrühren mit den Knethaken des Rührgeräts oder mit einem Mixer, bis eine krümelige Masse entsteht. So, die Masse fängt an, sich zu einem Teig zu verbinden. Jetzt hören wir auf zu rühren, denn wir wollen ja noch einen Teil krümelig behalten. Den restlichen Teil, 2/3, werden wir uns einfach nochmal durchkneten und in unsere 26 cm Springform auslegen. Und das könnt ihr entweder abwiegen oder es einfach so Pi mal Daumen machen. Ich nehme jetzt mal einfach hier 2/3 ungefähr nach Sicht raus. So, der Rest, 1/3 bleibt noch in der Schüssel. Das können wir uns auch so ein bisschen krümelig zupfen schon. Und dann einfach kalt stellen, so lange bis es gebraucht wird. Und hier können wir jetzt einfach nochmal durchkneten mit der Hand. Nur kurz, dass wir einfach einen gebundenen Teig haben. Und hier jetzt auch nicht zu lang kneten, einfach nur, bis sich alles schön miteinander verbindet. Denn je länger man so einen Teig knetet, desto weniger knusprig schmeckt er am Schluss, desto weniger mürbe ist er dann. Er kann jetzt, so wie er ist, auch schon in die Form gegeben werden. Wunderbar, die Form ist gerade ausgefettet, 26 cm Durchmesser. Und wie es meine Großmutter mich gelehrt hat, drücke ich den Mürbeteig einfach in die Form ringsherum. Ihr könnt ihn gerne auch ausrollen, aber ich spare mir das immer. Es geht auch so ganz gut mit ein bisschen Übung. Einfach gerade so ein bisschen drehen und versuchen so gleichmäßig wie möglich hier jetzt den Teig in der Form zu verteilen. Erst den Boden und dann drückt man so ein bisschen zu den Seiten und zieht dann den Rand hoch. Nehmt euch dafür Zeit. Am Schluss gehe ich immer noch mit den Fingern so ein bisschen hier in diese Ecke hinein, dass ich da keine dicke Stelle habe und schaue, dass ich da gleichmäßig den Teig verteile nochmal. Wenn die Form so schön vorbereitet ist, dann darf sie ein bisschen in den Tiefkühler oder den Kühlschrank, damit einfach der Teig beim Backen nicht so schrumpft. Während wir uns jetzt die Füllung vorbereiten, können wir den Ofen auch schon vorheizen auf 150 Grad Umluft oder 180 Grad Ober-Unterhitze. Und ich verwende 500 Gramm Quark, und zwar Magerquark. Und dann nochmal 500 Gramm, diesmal Sahnequark. Entweder 20 oder 40%, was ihr wollt. Dazu kommt 170 Gramm Zucker, eine Prise Salz, die Schale und etwas Saft von einer Bio-Orange für den frischen Geschmack. Ihr könnt da die halbe Orange nehmen oder auch eine ganze. Das macht einen tollen Geschmack. Ihr könnt es auch kombinieren, noch mit Zitrone zum Beispiel. Ich gebe auch wieder etwas Vanillepaste hinzu, ungefähr einen Teelöffel. Und ungefähr die Hälfte der Orange presse ich mir aus. Kommt noch hinzu. Das alles schön miteinander verrühren. Jetzt habe ich noch vergessen, es kommen natürlich noch 2 Eier hinein, die gerade noch dazugeben.
Und wenn das alles miteinander verrührt ist, dann gebe ich mir noch 40 Gramm Speisestärke hinzu und rühre die gerade noch unter. Und natürlich einmal runterkratzen, dass wir von den Seiten auch alles mit reinkriegen. Und vielleicht auch von unten nochmal gucken dann. Ist da alles mit verrührt, dass nichts irgendwo hängen bleibt. Sehr schön, unsere Füllung ist fertig. Bis auf die Sahne. 200 Gramm Sahne schlagen wir uns noch steif, heben die gerade unter und natürlich die abgetropften und gewürfelten Aprikosen kommen auch noch dazu. Also die 200 Gramm Sahne steif schlagen. Wunderbar, sie muss jetzt nicht super steif sein, denn wir müssen ja nichts mit der Sahne spritzen. Sie soll nur einfach untergehoben werden und das machen wir jetzt. Und dann kommen noch unsere klein gewürfelten Aprikosen dazu. Die Sahne hinzugeben. Hoppala, nicht ganz so wild vielleicht. Und gerade mit dem Schneebesen nur unterheben. Das gibt eine fantastisch cremige Füllung. Schüssel so ein bisschen drehen dabei. Das reicht auch schon. Einmal noch mit dem Spatel herumgehen. Und hier kommen jetzt meine gewürfelten Aprikosen hinzu. Ich habe jetzt hier Dosenaprikosen verwendet. Sie mir vorher abgetropft und klein geschnitten. Aber ihr könnt auch frische Aprikosen verwenden, dann aber natürlich entkernen und eventuell die Haut sogar entfernen. Die auch gerade nur noch unterheben. Und ihr seht, es ist wirklich viel Füllung. Ihr könnt also mit diesem Rezept auch eine 30er Form befüllen, das geht auch. Dann wird die Torte etwas niedriger. So, das reicht auch schon. Wir können sie auf unseren gekühlten Boden geben. Los geht's! Und ihr seht, sagenhaft, cremig und super fruchtig lecker. Die Füllung natürlich schön glatt streichen jetzt in der Form. Und ihr seht, es ist richtig schön viel Masse. Dann haben wir einen wunderbaren Cremekuchen nachher mit schön viel Füllung. Ja, und dann kann die Bröselmasse auf unsere leckere Füllung gegeben werden. Gerne noch so ein bisschen zwischen den Fingerspitzen zerbröseln. Schauen, dass überall gleichmäßig Streusel sind, dass wir dann wirklich eine schöne geschlossene Decke haben am Schluss. Also gerne noch mal so schön verteilen, dass wirklich keine Lücken bleiben oder wenig Lücken. Wunderschön. Ich liebe solche Kuchen. So, wunderschön. Jetzt darf der Kuchen für ungefähr 60 bis 70 Minuten im unteren Drittel des Backofens gebacken werden, bei 150 Grad Umluft oder 180 Grad Ober-Unterhitze. So, es duftet im ganzen Haus nach dem leckeren Quarkkuchen. 60 Minuten ist er jetzt schon drin. Er wird jetzt langsam richtig schön braun. Ich lasse ihn jetzt noch weitere 5 bis 10 Minuten nachbacken und dann lasse ich ihn im ausgeschalteten Ofen bei leicht geöffneter Tür vollständig erstmal auskühlen oder eine Runde abkühlen und lasse ihn dann auf dem Kuchengitter ganz auskühlen. So wunderbar sieht unser Kuchen jetzt nach der Kühlzeit aus. Wir können ihn aus der Form schneiden, vorsichtig mit einem scharfen Messer. Und mal schauen, wie er geworden ist.
Wunderbar. Mir läuft hier das Wasser im Mund zusammen. Jetzt kommt noch ein Hauch Puderzucker oben auf und dann können wir schon probieren. So muss ein solcher Kuchen aussehen. Fantastisch lecker. Lasst uns anschneiden. Und da kommt unser super leckerer Aprikosen-Quark-Streuselkuchen. So, ich freue mich aufs Probieren. Absolut köstlich. Leute, ich sage euch, dieser Kuchen wird eure Gäste begeistern. Schmeckt einfach traumhaft lecker. Cremig, knusprig und fruchtig zugleich. Das war der wunderbare Aprikosen-Quark-Streuselkuchen. Ein fantastisches Rezept. Müsst ihr ausprobieren. Ihr werdet es lieben. Ich freue mich schon auf eure Fotos. Und wir sehen uns nächste Woche hier wieder am Sonntag um 10 Uhr. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und viel Spaß beim Backen. Tschüss!